Hier am Münchner Hauptbahnhof geht's los. Wir fahren 900 Kilometer durch die Nacht und während wir gleich schlafen, fährt uns der Nachtzug in eine der schönsten Städte Europas. It's good. Do you want to try it? Ich bin Alex und zusammen mit Christoph und Jürgen, meinem Kamerateam, fahren wir mit dem Nachtzug nach Rom. Der Weg in die ewige Stadt ist lang. 13 Stunden werden wir unterwegs sein und wir starten um kurz nach 8 Uhr. Wir sind mit den österreichischen Bundesbahnen unterwegs, dem größten Player auf dem europäischen Nachtzugmarkt. Wir fahren einmal quer durch Österreich, über die italienische Grenze, mit Halt im wunderschönen Florenz und dann nach Rom. Diese Strecke gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Wir hätten es uns natürlich auch einfacher machen und das Flugzeug nehmen können. 2 Stunden ab Köln, wo unsere Reise ja ursprünglich startet, für viel weniger Geld. Aber mit schlechtem Gewissen wegen des CO2-Ausstoßes und vielleicht hätten wir ein Abenteuer verpasst. Ich habe ein Schlafabteil gebucht, weil ich schon ein bisschen Respekt vor dieser langen Reise habe. Zugbegleiter Kara schließt es mir auf und gibt mir direkt eine eigene Schlüsselkarte. Damit kann ich mein Abteil von innen und außen abschließen. Ein kleines Willkommensgeschenk gibt's auch und dann bekomme ich sogar eine Einführung. Wir haben genau unten einmal unsere Steckdose. Perfekt. Wir haben hier unser Waschbecken. Können Sie da aufmachen, ja? Natürlich darf das Schminklicht nicht fehlen. Oh, super! Ja, Hammer! Ja, Handtücher haben wir in unserem Willkommen-Package drinnen. Wir haben hier einmal ein Handtuch, einmal Wasser zur Erfrischung. Ich erstappen, ich werde bekloppt. Genau. Guck mal, und Ohrstöpsel hätte ich nicht mal mitbringen brauchen. Ich habe aber auch welche dabei. Super, freue ich mich. Ein bisschen, ja. Was ist da oben? Da oben, wenn Sie viel Gepäck haben, können Sie gerne Sachen darauf geben. Ja? Dann später, wenn ich sie umgebaut habe, Ja. gebe ich Ihnen ein Kissen runter. Okay, ich darf das auch nicht alleine machen, Nein. ne? Das müssen Sie. Das werde ich dann für Sie machen, ja, Okay. natürlich. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im Nightjet nach Rom. Im Nightjet gibt es den Schlafwagen, wo wir jetzt drin sind, den Sitz- und den Liegewagen. Der Liegewagen ist eine gute Lösung, wenn man mit Familie oder mit Freunden unterwegs ist. Und es gibt in jedem Wagen die Möglichkeit, ein reines Damenabteil zu buchen, was sehr cool ist, wenn man als Frau zum Beispiel alleine unterwegs ist. So eins haben auch die Freundinnen Isabel und Mara gebucht, die heute Abend mit Helga im gleichen Schlafabteil übernachten werden. Also mir war es schon sehr wichtig, dass wir in einem Damenabteil sind, weil ich mich da schon wohler und auch sicherer fühle. Ich habe gedacht, das wäre nur ein Zweierabteil und es wäre geräumiger. Ich hätte, wenn ich gewusst hätte, wie das ist, hätte ich einen Liegewagen genommen. Weil die Liegewagen größer sind, Ja, oder? ja. Das hier ist der Liegewagen. Wir gucken mal rein. Hier sind genau 4 Liegen, 2 oben, 2 unten. Kleine Korrektur. Der untere Teil wird zu 2 Liegen ausgeklappt. Also können hier insgesamt 6 Personen schlafen. Hat schon was von Jugendherberge, dieses Hochklettern hier. Diese Liege hat hier nochmal so einen Schutz, würde ich sagen, damit man nicht runterfällt. Und ja, nach oben hin ist wenig Luft. Und klein ist es auch irgendwie. Also ich würde reinpassen. Aber, weiß nicht, Christoph, du vielleicht nicht. Ich schaue mich im Liegewagen um und treffe eine Familie. Remo und Tesa sind mit ihren Kindern unterwegs, Levi und... Und du bist? Warum wählt ihr den Nachtzug? Zum einen ist es mit Auto recht anstrengend mit Kindern und das ist natürlich wesentlich nachhaltiger mit dem Zug und entspannter für uns alle. Die Kinder können sich bewegen, niemand von uns muss fahren. Ja, es ist ein Erlebnis und ein Abenteuer. Mit Kindern im Zug reisen ist entspannt. Ja? Kinder bis 5, die sich den Platz mit einem Erwachsenen teilen können, fahren gratis. Für die Älteren gibt es Tickets mit Ermäßigung. 3 Monate im Voraus haben wir über das Portal der Deutschen Bahn unser Bettchen hier im Schlafwagen gebucht und 229,90 € über die sogenannte Sparschiene bezahlt. Sparschiene hin oder her, knapp 230 € sind jetzt kein Schnäppchen. Ich habe aber mal gecheckt, wenn ich mit 6 Monaten Vorlauf buchen würde, wäre mein Ticket ungefähr 50 € günstiger. Im Nightjet gibt es sehr unterschiedliche Preisklassen. Die Super-Luxus-Variante hat sogar ein eigenes Mini-Badezimmer. Wer wie wir kein eigenes WC oder Dusche im Abteil hat,
Der hat das hier. Der Waschraum hier ist für die Schlafwagenpassagiere vorgesehen. Diese WC-Dusche-Kombi ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Natürlich ist es recht klein, aber für einen Zug ist es doch recht groß. Also du kannst dich hier bewegen. Es hilft, wenn du nicht besonders groß bist. Und es ist sauber. Nur eine Türe weiter sind wir im Sitzwagen. Das ist das dazugehörige WC. Es ist nur ein WC mit Waschbecken, keine Dusche hier. Und es riecht viel, viel strenger als nebenan. Ich mach mal zu. Im Sitzabteil ist man zu 6. Das kann natürlich für 13 Stunden ein bisschen anstrengend werden. Dafür ist es die günstigste Variante. Und vielleicht ist es auch die lustigste Variante. You're having here a little party, right? Yeah, a little bit. Yeah, we spilled some beer. We brought some beer. Yeah. We have We can't help it. We spilled beer German in every vodka. Okay, yeah, you like it? That's good stuff. It's good. Do you want to try it? No, thanks. I still have to work a little bit. Maybe later. How is it for you traveling with a night train? You like it? I like It's very peaceful. It's pretty comfortable, cool. yeah. Yeah? Yeah, we like it a lot. Okay. We haven't experienced stuff like this usually, so in America, these like train systems are really good. And what is the first thing you're going to do when we arrive in Rome? We're going to the Colosseum. We have a tour planned. Im Sitzabteil nebenan treffe ich eine weitere Gruppe, aber hier ist die Stimmung nicht so gut. Hi. Unser Abteil wurde vergessen, von daher. Wie vergessen? Wir hätten eigentlich zu zweit eins gehabt, also ein Sechserabteil, das wir schlafen können. Aber die haben einen Waggon vercheckt. Oh, und ihr könnt auch hier nichts ausklappen, oder? Doch, theoretisch Doch? schon, aber Aber ja. mal kuscheln. Gut. Wie stellt ihr euch die Nacht vor? Ja, ich kuschel nicht. Ich steuere das Schlafabteil an und treffe da noch Paolo mit seinen beiden Hunden. Warum nimmst du den Nachtzug? Nachtzug ist für mich die beste Möglichkeit, zusammen mit den Hunden zu fahren. Sie haben keinen Stress, weil wie du siehst, jetzt sind sie ganz entspannt nach einem ganzen Tag unterwegs. Und wir haben unsere Abteilung, wenn wir keinen Stress haben wollen, machen die Tür zu und das war's. Und morgen früh sind wir schon in Florenz. Paolo muss mit den Hunden ein Privatabteil buchen und zahlt pro Vierbeiner 29 €. Bevor es für mich ins Bett geht, bestelle ich noch mein Frühstück für morgen. Was ganz geil ist bei dieser Buchung, ich kann mir das Frühstück aussuchen und ich habe sogar die Möglichkeit, glutenfrei oder vegan zu bestellen. Im Liegewagen gibt es auch ein Frühstück, aber ein einheitliches. Und wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, dann kommt der oder die Zugbegleiterin und ich kann meine Bestellung abgeben. Es ist schon beruhigend zu wissen, dass Kara auch im Notfall nur ein Klingeln weit weg ist. Diese Klingel hat aber auch irgendwie Roomservice-Charakter. Ich kann sogar warme Mahlzeiten bestellen. Ob ich das wirklich hier brauche? Auch mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, wann Sie möchten. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Was für ein Service. Kara klappt mir jetzt noch das Bett aus. Wenn ich das hier mit dem Euronight-Zug vergleiche, mit dem wir nach Zagreb gefahren sind, dann ist dieser Zug hochwertiger ausgestattet und der Service ist besser. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Kara sich hier um weniger Passagiere kümmern muss und dadurch mehr Zeit für jeden Einzelnen hat. Also jetzt, wo das Bett ausgeklappt ist, ist dieses Abteil auch viel geräumiger. Also du hast echt Platz hier, dich zu bewegen, was auszupacken. Hätte ich nicht gedacht, das ist auf jeden Fall in dieser Variante angenehmer. Ladet euch gerne vorab ein Filmchen runter, denn WLAN gibt es hier im Zug nicht, soll es aber ab nächstem Jahr geben. Im Frühjahr, da kommen die Nightjets der neuen Generation. Die sollen mehr Komfort bieten und auch mehr Privatsphäre. Vielleicht testen wir die ja mal. Ich habe schon mal den passenden Film runtergeladen und gehe jetzt ins Bett. Drüben im Sitzwagen ist schon Partystimmung. Hier ist es wesentlich ruhiger. Also ich höre gerade nichts. Ich hoffe, dass ich jetzt auch ein bisschen schlafen kann. Was ich überhaupt nicht bedacht habe, ist, dass mir von diesem ständigen Ruckeln einfach total übel ist. Und ich hoffe einfach, wenn ich mich jetzt hinlege, dass es besser wird und dass ich ein bisschen schlafen kann. Bis morgen.
geschlafen? Ja. Ja. Ja, ich weniger. Also es war eher so ein Rumdösen, Augen schließen, aber schlafen war es jetzt nicht. Aber ich bin echt froh, dass wir das Schlafabteil haben. Das ist schon ganz schön, wenn man so ein bisschen Privatsphäre hat. Jetzt habe ich ein bisschen Katzenwäsche gemacht hier in meinem Waschbecken und mache mich jetzt fertig. Wir halten jetzt in Florenz. Hier steigt auch Paolo mit seinen Hunden aus. Und ich kriege langsam Hunger. Und wie war die Nacht für dich? Es war sehr angenehm. Ruhig? Es war sehr ruhig, Gott sei Dank. War alles in Ordnung. Im Sitzabteil, da wurde auch noch gefeiert. War da nach Ruhe oder? Nein, die Jungs sind dann öfters zu mir später noch gekommen, aber wir haben danach keinen Alkohol mehr ausgeschenkt. Es war eine sehr angenehme Gruppe und sie haben es nachvollziehen können, deswegen haben sie dann aufgehört. Danach haben sie sich auch alle hingelegt. Das ist jetzt mein Frühstück, ne? Ja, genau, dein Frühstück ist das, gell? Ist das schwierig, in einer rollenden Küche Essen vorzubereiten? Wenn man schon circa weiß, wie man stehen muss und alles anrichten soll, ja, beim Gehen auch, ja. Super, genau, das kannst du mir so geben. Dann kannst du dir einen Weg sparen. Ja, danke vielmals. Bis später. Bis später. Ein großartiger Morgen mit frischen Brötchen und der vorbeiziehenden italienischen Landschaft. Also das Frühstück ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. Toll wäre natürlich, wenn es ein Bistro oder sowas geben würde, dann könnte man zusammen mit anderen Passagieren essen. Aber gut, so ist es wahrscheinlich auch Corona-konformer. Was schön ist, es ist relativ wenig Verpackung. Also es gibt richtiges Geschirr, richtiges Besteck, richtige Tassen und dadurch halt, ja, okay, die Butter ist irgendwie in so einem Plastikding, aber es hält sich in Grenzen, das ist ganz cool. Wir haben jetzt circa 1 Stunde Verspätung, was aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Dafür haben wir mehr Zeit, mit den Passagieren zu sprechen und jetzt gehe ich mal gucken, wie sie geschlafen haben. Um nochmal diese Fahrt mit einem Flug zu vergleichen. Klar hätten wir Zeit gespart und wahrscheinlich auch Geld, da diese Flüge meistens ziemlich günstig sind. Aber der CO2-Ausstoß wäre fast 5-mal so groß gewesen. Auf dem Flur treffe ich wieder Remo, der mit seiner Family reist. Und wie habt ihr geschlafen? Ja, war ganz okay. War ein bisschen hart, die liegen nicht so wie zu Hause, die Matratzen. Und würdet ihr es auch nochmal machen? Muss mal die Kinder fragen, aber ich denke auf jeden Fall, wir fahren ja auch nochmal dann rückzu. Also auf mich wirken die Kinder sehr zufrieden. Und wie ist das Frühstück? Schmeckt? Ich bin voll überrascht, dass es frische Brötchen gibt. Ja, ne? Schon gut. Mahlzeit, ja? Also, wie habt ihr denn geschlafen? Wie war die Nacht? Es geht so. Es geht so? Ja, die Kabine ist schon sehr hellhörig. Also man hat alles gehört, was da nebenan passiert. Das ist ja die Servicekabine. Ich hatte zwischendurch ziemlichen Druck auf den Ohren, immer wenn wir durch den Tunnel gefahren sind. Und es ist natürlich ein ungewohntes Umfeld, aber so alles in allem, immerhin habe ich geschlafen. Und wie war es für Sie? Ich habe gut geschlafen. Ich habe aber eine halbe Schlaftablette genommen. Das ist der Profi-Trick. Im Sitzwagen schlafen noch viele. Aus 6 Sitzen können hier 3 Liegeflächen ausgeklappt werden. Für 6 Personen natürlich zu wenig. Julian und Quirin konnten in der Nacht noch umziehen. Die Gruppe hat sich dann auf 2 Abteile verteilt. Würdet ihr noch mal Nachtzug fahren? Also wenn ich die Gewissheit habe, dass ich höchstens 3 Leute in so einem Abteil habe, habe ich keinen Stress damit. Zu 6 keine Chance. Ja. Thema CO2-Emissionen, spielt das für euch eine Rolle? Es kommt immer darauf an, wenn es eine Alternative gibt, die zeitlich und von der Anstrengung her akzeptabel ist, dann ja. Aber wenn man die Preise jetzt vergleicht und den Komfort, dann ist Fliegen im Vergleich zu dem jetzt schon deutlich entspannter. Ja. Aber es ist jetzt auch eine Erfahrung wert und man lernt ja auch Leute kennen. War es eigentlich laut? Weil es waren hier ein paar Abteile, die schon so ein bisschen gefeiert haben gestern. Ja, wie gesagt, wir sind um 11:30 rüber. Bei denen war dann auch irgendwann relativ schnell der Ofen aus bei den Jungs. Mit den Jungs aus Indiana hätte ich eigentlich gerne noch mal gesprochen. Aber es wäre jetzt gemein, sie zu wecken. Und dann sind wir auch schon in Rom. Ich bin jetzt total überrascht, weil wir super pünktlich angekommen sind, obwohl wir 1 Stunde Verspätung hatten. Also keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber wir sind da.
13 Stunden Nachtzug stecken mir jetzt echt in den Knochen. Aber ich glaube, darauf muss man sich einfach einstellen, wenn man mit dem Nachtzug unterwegs ist. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und danach kann es weitergehen mit Sightseeing, denn wir sind jetzt schon mitten in der Stadt. Wir machen uns hier noch einen schönen Tag in Rom und wenn ihr euren Urlaub dieses Jahr mit dem Nachtzug plant, dann abonniert unseren Kanal. Wir testen die Nachtzugrouten in Europa für euch.